Hallo Leute, ich muss das hier ganz kurz nachdrehen, weil die Eingangssequenz von meinem Video hat es mir irgendwie zerschossen, keine Ahnung. Ich hatte versprochen, auf der Facebook-Seite von Tormek Users, kann ich jedem nur empfehlen, der sich für eine Tormek interessiert, gibt es viele Tipps und Tricks, sind viele tolle Burschen unterwegs. Da hatte ich versprochen, ich mache ein Video, angefangen bei der 160er Schleifscheibe, über die 400er und 1000er. Dann den Japanstein mache ich nicht, weil der Japanstein ist für mich eine reine Optikgeschichte, weil ich jede Menge schon gemessen habe mit dem Best-Schärfetester. Also das Polieren auf dem Japanstein bringt keine Schärfe, das bringt einfach Optik. Und Optik kommt es mir jetzt heute Abend nicht drauf an. Was ich nicht machen werde, ich werde nicht mein Tool, das ich gebaut habe, um ein zweites Schleifrad zu montieren auf der Tormek, das werde ich nicht benutzen, sondern ich benutze es so, wie es die meisten Leute auch haben, nämlich einfach die eine Seite Schleifrad, die andere Seite das Lederrad. Zusätzlich zu meinem Rockhard Filzrad gehe ich dann noch über zwei Papierscheiben. Die eine ist mit 5 Mikron Diamantpaste beschichtet und die andere Papierscheibe ist mit 0,5 Mikron Diamantpaste beschichtet. Die 0,5 Mikron wird übrigens das Rad sein, wo ich als allerletztes drauf abziehe, und danach gehe ich vielleicht noch über Streichleder, muss man mal gucken. Das mal so weit, aber jetzt gehen wir zum eigentlichen Video. Jetzt kommt wieder das, was mich immer am meisten schmerzt und was mir am meisten weh tut, aber es ist nun mal ganz einfach notwendig. Das ist der Tormek-Stein, der Abziehstein, einmal die feine Seite, einmal die grobe Seite. Das ist mein Messer, das ich schleifen möchte heute. Das ist leider noch viel zu scharf, also ja, aber bitte alle mit einem, hört mal weg. Ich muss es einfach tun, zumal ich diese Messer ja auch bekommen habe, um mit denen zu üben sozusagen. Es tut weh, glaubt's mir, es tut weh, aber ich denke mal, das werden wir jetzt hier gleich ausprobieren, wie sehr wir die Schneide zerstört haben. Ich glaube, die hatte vorher eine Bestschärfe von 135, wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen, wo wir jetzt gelandet sind. Aber wir wollen ja zeigen, was es bringt, diese Methode Stück für Stück durchzuziehen. Dementsprechend ist das für jeden, der dasselbe Equipment hat, absolut nachvollziehbar. So, jetzt werden wir die Schärfe testen mit dem Best Schärftester. Ja, also ich glaube, ich habe ganze Arbeit geleistet. Sieht man das? Ja, 885. So, das heißt, wir können loslegen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ganz kurz mit der Software von Knife Grinders meine entsprechenden Höhen der Toolbars ausrechnen. Ich habe ja mehrere Toolbars, die kann ich alle schon voreinstellen, so dass ich nachher in einem Rutsch durcharbeiten kann. Ich werde auch nicht mein Tool verwenden, das ich für mein zweites Schleifrad entworfen habe. Da werden übrigens neue gemacht diese Woche. Ich habe mir 15 Stück in Auftrag gegeben, weil ich einige Anfragen hatte, ob man die nicht beziehen kann bei mir. Ich lasse 15 Stück machen auf meine Kosten. Ich hoffe, ich bleibe nicht drauf hängen, aber ich gehe davon aus, ich halte es für ein nützliches Tool. Und es wird so ausgelegt werden, dass man das mit CBN-Scheiben verwenden kann und aber auch mit den normalen Tormek-Steinen. So, dann richte ich mal die Software ein, die Toolbars ein und dann sehen wir uns wieder. So, hier habe ich jetzt alles ausgerechnet. Das sind die jeweiligen Höhen meiner einzelnen Räder. Wie ihr seht, habe ich hier auf dem Filzrad, ich schleife ja alles 15 Grad, da schleife ich 16 Grad. Dass ich einfach ein kleines bisschen steiler komme, um den Grad gut zu erwischen.
Dann gehe ich auf das 5 Mikron, wieder mit 15. Dann gehe ich auf das Leder, da mache ich 17, weil das Leder gibt ja auch ein bisschen mehr nach. Und entsprechend kann ich da ein bisschen steileren Winkel fahren, ohne dass ich der Schneide irgendwie wehtue. Aber ich kann sicher sein, dass auch ein letzter Grad noch entfernt wird. Und nach dem Leder kommt last but not least nochmal bei 15 Grad das 5 Mikron Papiermehl. Und das stelle ich jetzt mal ein. Und sobald ich das eingestellt habe, legen wir ganz heftig los. Bis gleich. Und ich muss die Kamera natürlich umbauen. So, ich glaube mal, hier kann man alles ganz ordentlich sehen so. Ich habe die Höhe der Toolbar jetzt eingerichtet, errechnet von der Software. Die muss ich gleich um eine Hälfte weiter runter machen, weil meine 400er und 1000er Rad sind eine Idee kleiner wie das 160er, aber das spielt keine Rolle. Jetzt legen wir einfach mal los. Ihr habt ja vorher die Schneide gesehen, wie ich die zugerichtet habe. Das heißt, ich werde jetzt schon mal ein paar Mal drüber müssen, bis das wieder alles in Ordnung ist. Schön hinten anheben. Dann bekommt ihr auch eine gleichmäßige Schneide vorne raus. Und hier kann man immer schön am Wasserfilm sehen, wenn es jetzt hier vorne weniger wird, dann hebe ich hinten ein bisschen an. Hier sieht man übrigens, warte mal, ich brauche mal eben ein Tuch. Ja, jetzt ist es schon wieder weg. Hier sieht man aber jetzt schon gleich, wie das jetzt schon nur nach einem Zug, schaut euch mal die Schneide an. Alles völlig gleichmäßig. Und das war jetzt nur ein einziger Zug, den ich über das CBN-Rand mache hier. Ne? Leute, die Dinger sind nur geil und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich weiß, man bekommt auch mit normalen Steinen eine tolle Schneide hin. Aber das hier ist einfach ein Gedicht. So, das soll es gewesen sein mit dem 160er Rad. Ich kann euch mal ganz kurz das Ergebnis zeigen. So sieht das jetzt aus. Andere Seite. Schön gleichmäßig, da geht keine Spitze nach vorne auf, nix. Und jetzt gehe ich unter das Mikroskop und dann komme ich wieder und mache. So, wie ihr sehen konntet auf dem Bild, das ich unter dem Mikroskop gemacht habe, habe ich hier immer noch kleine Ausbrüche und die will ich natürlich nicht haben. Also fahre ich noch 3-4 Mal drüber, dass das auch alles weg ist. So, das soll der letzte Zug sein. Ich bitte euch darauf zu achten, beim Schleifen, wechselt die Seiten jedes Mal. Fahrt nicht so hin und her, wie ich das ganz oft sehe. Die Leute gehen her und machen hier so. Und dann gehen sie auf die andere Seite, machen genau dasselbe. Wie wollt ihr bitte schön da eine gescheite Schneide hinkriegen? Eine gleichmäßige, gut aussehende Schneide. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hier der beste Beweis ist, wie so eine Schneide aussieht. Die ist von vorne nach hinten gleich und das geht einfach nur dann, oh ja, scharf ist es auf jeden Fall. Ich gehe jetzt noch mal kurz unter das Mikroskop und wechsle dann den Stein und dann komme ich wieder. So, nachdem ich unter dem Mikroskop war, das Bild habt ihr gesehen, habe ich jetzt den 400er Stein drauf gemacht, was ich noch nicht gemacht habe. Ich muss hier meine Toolbar ein ganz kleines bisschen nach unten stellen, und zwar um 0,6 mm. Da ja das Ganze 1,5 mm sind, gehe ich hier praktisch 3 Rasten nach unten. Das heißt, ich gehe hier bis auf die 1, mache das wieder fest. Ich weiß,
das ist Spielerei. Ich mache es trotzdem, weil wenn, dann mache ich es richtig. So, jetzt gehe ich zweimal mit dem 400er Rad langsam drüber. Und ihr seht auch schon hier am Wasserfluss, das ist alles gleichmäßig, das sieht man. So, jetzt mal ein bisschen hinten hoch, weil vorne hört das Wasser auf. Wieder ein bisschen höher, noch ein bisschen höher und hoch damit. So, das gleiche von der anderen Seite. Gehe jetzt einfach einmal ganz langsam drüber und gehe gleich noch einmal schnell hinterher. Jetzt lässt vorne wieder nach, also gehe ich hinten hoch. So, und jetzt noch einmal von jeder Seite, aber flott durchziehen. Komischerweise, wenn ich flott durchziehe, komme ich auch besser mit dem Bewegungsablauf des Anhebens zurecht. So, das soll es gewesen sein auf dem 400er. Dann gehen wir her. Ich hätte ja jetzt hier, normalerweise hier drüben, da wo mein Lederrad ist, warte mal, das geht doch so. Ich hätte jetzt ohne weiteres hier auf mein Lederrad, hätte ich jetzt meine 1000er Scheibe drauf machen können, hier mit meinem Adapter. Der kommt hier drauf und dann wäre hier jetzt die 1000er Scheibe. Dann bräuchte ich nur die Toolbar rumheben auf die andere Seite und könnte gleich weiterschleifen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt heute nicht gemacht, weil wir sollen ja alle die gleichen Voraussetzungen haben. So, also jetzt kommt das 400er Rad raus. Die Unterlegscheibe, die zieht es meistens mit raus, weil ich immer ein bisschen Öl auf die Welle mache und das Öl saugt sich dann richtig fest. So, das ist die 1000er Scheibe. Da gehe ich jetzt von jeder Seite nur einmal drüber und einmal links, einmal rechts und dann gehe ich noch einmal ganz kurz da, wo der Grat entstanden ist. Warte mal, ein bisschen mehr so drehen, so schnell und easy drüber. So, was ich aber vorher noch kurz machen muss, Moment, ich muss noch kurz unter das Mikroskop. Ich mache kurz auf. So, da bin ich wieder. Das Bild von der 400er Scheibe unter dem Mikroskop habe ich euch eingeblendet. So, jetzt wie gesagt, ihr habt auch gesehen, die Kratzer sind natürlich weitaus weniger geworden. Und wie gesagt, ich gehe jetzt hier zweimal über die 1000er Scheibe. Übrigens meine drei Räder, die 1000er, die 400er und die 160er, werde ich demnächst zum Verkauf anbieten. Also wenn da irgendjemand Interesse hat, darf er gerne auf mich zukommen. So, das ist einmal, weil ich bekomme neue. Ich habe in China welche bestellt. Wir haben da so eine kleine WhatsApp-Gruppe, Schleif-Junkies. Und ich habe mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, so Dinge zu besorgen, die wir immer brauchen können. Und wenn man da mehrere Sätze Schleifräder bestellt, dann kann man da natürlich Geld sparen, wie wenn ich sie in Australien bestelle. Zumindest habe ich bei Vadim mehrfach nachgefragt und er konnte mir überhaupt keinen Liefertermin nennen und dann bin ich halt selbst tätig geworden. So, ich bin jetzt einmal links, einmal rechts und jetzt gehe ich noch einmal von der Seite, weil auf der Seite ist ja jetzt praktisch wieder ein Grat entstanden, dadurch, dass ich hier drüben geschliffen habe. Jetzt gehe ich einmal schnell und easy hier drüber. Das war's. So, das war die 1000er Scheibe. Messer sauber machen. Ach Leute, die Schneide sieht einfach gut aus. Sieht man das? Schön gleichmäßig. Und jetzt gehe ich damit unter das Mikroskop. So, nachdem ihr gesehen habt, wie die Schneide unterm 1000er, nach dem 1000er Rad unter dem Mikroskop aussieht, habe ich jetzt hier mein Rockhard Filzrad drauf gemacht. Dieses Filzrad
gibt es exklusiv in einem Shop in Deutschland, das ist mototechnica.de. Der hat die extra an Lager gelegt für die Messerschleifer, der hat die auch extra produzieren lassen, also das ist ein ganz toller Typ. Dieses Schleifrad speziell habe ich mit 1 Mikron Diamantspray imprägniert. Seit ich es habe, jetzt zweimal, und das Ding ist abrasiv, das reicht, da brauche ich gar nichts machen. Ich denke mal, das Diamantspray reicht mir ewig. Was ich jetzt tun werde, ich werde hier mit einem höheren Winkel, ich glaube 16 habe ich jetzt eingestellt, obwohl ich das Messer auf 15 Grad geschliffen hatte. Mit 16 ziehe ich jetzt ab, um einen Restgrad zu entfernen. Ja, das schauen wir uns dann gleich unter dem Mikroskop auch wieder an. Ich ziehe 3-4 Mal ohne jeden Druck. Ich lasse es einfach das Messer aufliegen und ziehe drüber. So, das war's mit dem Filzrad. Da gehen wir dann gleich wieder mal unter das Mikroskop. Und so, das am 5 Mikron Rad, deswegen ist der Ton wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schlechter. Da habe ich kurz mein Handy hingestellt, um das hier mit dem Handy kurz aufzunehmen, weil ich wollte meine Kamera jetzt nicht wegbauen vom Gerät drüben. Also gehen wir hin. Über die 5 Mikron Scheibe ziehe ich zweimal in jede Richtung, das war's. So, und das Handy lasse ich gerade so stehen, weil jetzt gleich am Schluss als allerletzte Aktion kommt noch die 1 Mikron Scheibe hinten auf der anderen Seite. Das Ganze ist übrigens ein Langsamläufer, der läuft mit 1700 Touren anstatt mit 3,5. Ich habe hier auch noch 2 weitere Papierräder vorrätig. Habe auch ein 0,25er Mikron Diamantspray bekommen. Da werde ich eine der beiden Scheiben mal mit belegen. Vielleicht auch ein Lederrad, ich weiß es noch nicht genau. So, mittlerweile habe ich jetzt hier einen Abstandshalter wieder drauf gemacht, weil ich möchte einfach Platz haben. Und jetzt drehe ich die Kamera wieder ein bisschen Richtung Leder. So, das Leder muss ich allerdings jetzt noch, das habe ich vergessen, auf die richtige Höhe einstellen. So, nochmal. Hier mein Tiefenmesser. Hier oben setze ich auf mit dem Messschieber. Und jetzt gehe ich einfach hier runter, bis ich das Maß habe, das mir die Software vorgibt. Da gehe ich jetzt, ich mache mal ein bisschen Platz, dass man das sieht, so lange runter, bis ich hier aufsetze. So, jetzt setze ich auf. Und jetzt drehe ich ein ganz kleines bisschen an, dass das Ding frei wird. Ja. Und bewegt wird immer hier. Und hier drücke ich auch mit dem Finger drauf, dass mein Maß passt. Ziehe hier fest und dann ziehe ich hier drüben fest. Weil die hier ist nicht wichtig. Das hier, das ist wichtig, weil da hole ich mir mein Maß weg. So, und jetzt gehen wir von hier. Das ist übrigens mit Chromium beschichtet. Eine Mischung aus Chromium und 0,5 Mikron Diamant. Und da werden wir jetzt mal gucken, ob wir der Schneide nicht noch ein bisschen Glanz abgewinnen können. Ihr habt ja gesehen, es sind unter dem Mikroskop natürlich gesehen immer noch ordentlich Riefen drin. Aber wie gesagt, bei so einem Messer ist das überhaupt gar kein Problem und tut der Schärfe überhaupt keinen Abbruch. So, jetzt gehe ich noch in das Mikroskop und dann, ja,
Dann gehe ich noch auf das 5 Mikron Rad und dann gehen wir an den Besttester und schauen mal, was wir gekonnt haben. Bis gleich. So, nachdem wir jetzt auf dem Lederrad waren, das Bild habe ich gerade eingeblendet und ihr seht, es sind wirklich fast keine Kratzer mehr auf der Schneide. Ich habe sie jetzt auch noch nicht mit Isopropanol oder so sauber gemacht, das kommt gleich noch. Wenn ich da noch 4-5 Mal drüber gegangen wäre, dann wäre die Schneide, denke ich mal, fatzeglatt gewesen. So, und jetzt gehe ich noch einmal, nur ein einziges Mal über das 0,5 Mikron Papierrad. Das war's. Hier habe ich noch mal ein kleines Video dazu, wie die Schneide aussieht. Und ihr seht, die Schneidkante ist wirklich bombig geworden, also da kann man überhaupt nichts sagen. Das Messer ist wieder rattenscharf. So, unter dem Mikroskop war ich gewesen. Das Bild habt ihr gesehen. Jetzt nehme ich meinen Besttester, ziehe hier ein bisschen Faden nach und die schon öfters mal auf meinem Kanal zugeschaut haben, die wissen das. Ich habe mir hier so ein Ding gebaut, das ist ein 100 Gramm Gewicht und das ist eine Klammer mit einem Magneten dran, die hält da. Und jetzt klemme ich hier den Faden ein und lasse das einfach über die Tischkante, halt, das war falsch, ich muss hier noch ein bisschen aufmachen. Lasse das einfach über die Tischkante nach unten hängen. So habe ich immer die gleiche Spannung auf dem Faden. Das heißt, bei jeder Messung ist der Faden gleich stark gespannt. Weil, wie ich schon in einem anderen Video mal gezeigt hatte, die Bissmessungen, die schwanken nun doch recht stark, je nachdem, wie man das Ganze handelt. Für mich selbst ist klar, ich handle das immer gleich. Entsprechend schwankt das bei mir auch nicht so stark. So, hier haben wir jetzt 115 Biss, das heißt, das Messer ist verdammt scharf. Was ich jetzt probieren möchte, ich gehe noch ganz kurz über mein Streichleder. Da ist 0,25 Mikron Diamant drauf und dann messe ich nochmal. Also, bis gleich. So, das Streichleder ist Geschichte, habe ich gemacht. Und jetzt gehe ich nochmal hier drauf und dann schauen wir mal, was geht. Voilà, ich glaube, das sagt alles. 75 mit so einem Messer, das ist schon eine Ansage. Ich kann mal hier einfach mal versuchen, Zigarettenpapier zu nehmen. Ich habe mir da schon mal tierisch in den Finger geschnitten, aber es wird schon gehen. Sieht man das? Schneide das einwandfrei durch. Hier. Das sagt, glaube ich, alles. Das Ding ist bitterböse scharf. Und dir, liebes Messer, tue ich jetzt auch erstmal nichts mehr. Vorher sind die anderen mal dran. Leute, das soll es gewesen sein. Ich hatte ja versprochen, ich mache das. Hoppla, ein bisschen hoch machen. So. Was ich die Woche auch noch machen möchte, viele wissen ja, dass ich hier die Airmac habe, hier da dieses Teil mit dem Arm. Ja. Da werde ich den neuen Arm jetzt diese Woche mal noch vorstellen und die Wirkungsweise. Und was ich jetzt schon sagen kann, als kleine Vorankündigung, ich werde vermutlich diese Woche, spätestens nächste Woche, noch eine Airmac 5 bekommen. Die bekomme ich vom Hersteller zur Verfügung gestellt, weil ihm scheinbar meine Videos ganz gut gefallen. Weil er hat was Neues. Und zwar hat er einen Arm entwickelt, mit dem ich konvex schleifen kann. Das will ich ausprobieren, das will ich dann auch zeigen, wenn ich es hinkriege. Konvex schleifen, weshalb?
ich sage mal, 90% aller skandinavischen Outdoor-Messer sind konvex geschliffen und das aus einem guten Grund. Die Schneide hält ganz einfach viel länger. Das heißt, wenn ich Outdoor bin und habe mein Taschenmesser oder mein Fahrtenmesser oder mein Mora oder wie auch immer, die sind einfach konvex angeschliffen und dadurch hält die Schneide länger. Und das möchte ich gerne ausprobieren. Das werde ich dann auch mal vorstellen. Und ja, seid gespannt. Es ist noch einiges, was kommt. Genauso kommen die neuen CBN-Räder aus China. Die werde ich wohl in 3-4 Wochen oder so kriegen, aber bis dahin ist noch Zeit. Dann nochmal darauf hinzuweisen, ich lasse mir diese Tools machen, um ein zweites Rad drauf zu machen. Und was auch noch kommt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich lasse auch solche Pin-Pivots machen, dass man drehen kann auf Toolbar, um schön auf der Achse zu bleiben. Ich zeige es euch dann, wenn ich es habe. Jetzt wünsche ich allen mal einen schönen Abend und wie immer an dieser Stelle, bitte bleibt gesund. Bis dann. Ciao.